In diesem Video sprechen wir über die sogenannten Story Pins auf Pinterest. Wer Story Pins hört, denkt ja wahrscheinlich erst einmal an Instagram, ne? Stories auf Instagram werden mal eben schnell gemacht, am besten ganz viele, am besten ganz häufig und sie verschwinden automatisch nach 24 Stunden aus dem Profil, es sei denn, man packt sie als Highlight rein, dann bleiben sie dir auch erhalten. Aus dem Grund ist Pinterest hingegangen und hat aus den Story Pins die Idea Pins gemacht. Ja, und wofür ist das denn jetzt gut, ne? Pinterest dient ja dazu, dass man sich Inspiration sucht, dass man neue Webseiten kennenlernt, dass man überhaupt etwas Neues kennenlernt und herausfindet. Und diese Story Pins, ja, wofür sind die denn jetzt gedacht, ne? Ja, erst einmal, dass die nicht mehr diese Assoziation erwecken, dass sie mit Instagram etwas zu tun haben. Deswegen keine Story Pins mehr, sondern Idea Pins. Und dann wiederum sind Idea Pins dafür gedacht, dass man auf Pinterest ja neue Ideen findet und sich direkt dort auf der Plattform inspirieren lässt. Diese Idea Pins sind nämlich nicht mehr verlinkbar auf die eigene Webseite. Ja, warum sollte denn dann jemand hingehen und die überhaupt erstellen? Das ist viel Arbeit. Man erstellt kleine Videos, man erstellt viele Fotos, packt die alle zusammen, lädt das dann ganz hoch als Idea Pin und man kann es noch nicht mal auf die eigene Webseite verlinken. Also wofür ist das denn dann gedacht? Ja, zum einen erstmal hast du das große Glück, du bekommst mehr Reichweite, ne? Es gibt noch nicht so viele Idea Pins, also ist das Schöne, du wirst öfter angezeigt, öfter erkannt und die Leute, wenn die nach deinem etwas suchen, was zu deinem Idea Pin passt, wird deiner natürlich weiter oben angezeigt als ein einfacher Pin, weil er wertvoller ist für die User, ne? Und aus dem Grund alleine würde es sich schon lohnen, kleine Idea Pins zu erstellen. Jetzt hast du vielleicht überhaupt noch gar keine Idee, was das so sein soll, ne? Also Idea Pins sind eine Zusammenfassung von verschiedenen kleinen Bildern oder Videos, die dann zusammengefasst auf Pinterest hochgeladen und nicht auf deine Webseite verlinkt werden. Ja, so könnte man das ungefähr zusammenfassen, ne? Und in diesen Idea Pins gibt es richtig gute Ideen. Du kannst entweder ein kleines DIY erstellen, du kannst aber auch schöne neue Reiseziele zeigen. Das tue ich übrigens gleich mal. Jetzt zeige ich dir mal ein paar Ideen für Ideen-Pins. Und schauen wir uns einmal an, ob du die vielleicht auch erstellen kannst. Es ist nicht so einfach zu erstellen wie ein regulärer Pin eigentlich. Man muss da schon ein bisschen mehr machen, man muss das Ganze ein bisschen mehr planen. Aber auch das kann sich lohnen, weil die Reichweite auf der Plattform für dich dadurch erhöht wird, obwohl es nicht auf deine Webseite verlinkt. Das Schöne daran ist, oder das Gute, dass Pinterest nicht mehr länger eine Suchmaschine ist, auf der nach irgendwas gesucht wird und die man dann schnell wieder verlässt, sondern es wird mehr und mehr eine Community. Bisher waren Follower nicht so fürchterlich wichtig auf Pinterest, ne? Viel wichtiger war, dass man mit den einzelnen Pins, die gut aussahen, neue User erreicht, die gut SEO-optimiert sind und dass man dadurch dann eben Leute erreicht und die auf die eigene Webseite bringt und ja, dort mit den Leuten in Kontakt kommt, ne? Diese Idea-Pins sind das Gegenteil, ne? Sie wollen die Leute auf der Plattform halten, sie wollen dich dazu bringen, dass sie dir folgen. Ja? Also wenn ich jetzt einen tollen Idea-Pin sehe, dann kann ich durchaus in Erwägung ziehen, demjenigen zu folgen auf der Plattform, damit ich immer wieder neue Pins von ihm sehe. Und dann kann ich natürlich auch mal Ausschau nach seiner Webseite halten, aber es ist zweitrangig, ne? Es geht mehr darum, eine Community auf Pinterest aufzubauen. Lohnt sich das? Ja und nein. Ja, warum kann nicht alles so bleiben, wie es war? Ne? Also eigentlich war das doch schön. Ne? Wir haben Bilder erstellt oder kleine Videos erstellt, wir haben die auf unsere Webseite verlinkt und dann sind die Leute gekommen und haben sich hoffentlich wohlgefühlt und sich in den Newsletter eingetragen. Jetzt dagegen müssen wir irgendwelche Idea-Pins erstellen, haben noch nicht mal einen Link davon. Ne? Ich zeige dir die einmal, damit du dir selber ein Urteil bilden kannst, ob die gut oder schlecht sind für dich. Und wir überlegen gleich noch einmal, welchen Nutzen du daraus ziehen kannst.
Okay, wir gehen einmal an den Rechner und ich zeige dir mal 2 Accounts, die ich jetzt mal eben gefunden habe und wo du auch ganz viele Idea-Pins siehst. Also wenn ich jetzt hier einmal runter scrolle, dann sehe ich, dass das hier Idea-Pins sind. Warum? Man hat hier oben so eine kleine Zahl, ne? 7, ja, 8, 6, also das besteht aus 6 verschiedenen Bildern, Videos, was auch immer. Wenn ich jetzt einmal da drauf klicke, ich habe hier schon mal einen aufgemacht, dann sehe ich hier oben diese Striche, die kennst du auch schon von Instagram, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Medien sind hier drin und dann kann ich das hier mal abspielen lassen. Hier muss man den Ton anschalten und dann kann man auch was hören. Und jetzt nochmal zurück. Wie du diesen Spiegel im Go-Style ganz einfach selber herstellen kannst. Ja, und jetzt springt das Ganze natürlich von einem zum anderen und ich muss das aber jedes Mal wieder neu starten. Alle benötigten Materialien findest du. Und kann aber kleine DIY-Anleitungen daraus machen. Also keine schlechte Sache, kleine Videos im Hochformat, die man ja mit dem Handy erstellt. Also es geht wirklich ums Mobile. Ja, und kann man dann eben hier zusammengefasst hochladen. Ich gehe nochmal auf einen anderen ID-Pin, also das war hier aus dem Account. Das sieht doch sehr hübsch aus, ne? Also mach's schön und unter gemerkt hat sie ganz viele verschiedene Boards natürlich und da sieht man nicht sofort auf Anhieb, wo denn jetzt hier ID-Pins sind. Deswegen sind die momentan noch gar nicht so einfach zu finden, aber das wird natürlich immer einfacher, je mehr auf der Plattform zu finden sind. Also gehe ich nochmal zurück auf Erstellt. Also hier sind einige ID-Pins drin. So, im zweiten Account, da geht es um Biancas Travel Blog. Hier ist auch irgendwie ein Instagram-Account, also hier steht zumindest Insta, aber es ist kein Link. Also okay, ich weiß aber zumindest, ich kann sie noch woanders finden. Schön wäre natürlich jetzt, hier ist ein Link zu ihrer Webseite, also weiß ich dann zumindest, dass wenn ich diese Idea-Pins erstelle, hier mein Link angezeigt wird auf meinem Profil und dann kann ich so die Leute auf meine Webseite leiten, weil unterm Strich ist das doch letztendlich unser Ziel. Ne? Wir wollen ja den Traffic auf unsere Webseite bringen. Wir wollen nicht unbedingt die 25. Community auf den Social-Media-Plattformen aufbauen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass dass Pinterest gar keine Social-Media-Plattform ist, dennoch, ja, sollen wir jetzt da auf einmal auch einen Follower-Account aufbauen. Also ja, du merkst schon, ich bin nicht so ganz oder noch nicht so ganz davon begeistert oder überzeugt. Das kann sich ja noch ändern. Ne? Also ich zeige dir jetzt hier nochmal einen von den Idea-Pins von der Bianca und mach den mal hier an. Und sie hat jetzt hier kleine Videos mit Musik unterlegt und zeigt, wo das ist. Ja. Sehr schön, ne? Man kann sich mal einen kleinen Eindruck verschaffen. Was mich persönlich jetzt stört, ist, dass das Video immer zu Ende ist, zum nächsten springt und ich das wieder neu starten muss, statt dass es durchläuft. Ja, also ich muss immer wieder neu starten hier. Wenn ich das angucke, ist es vielleicht ein bisschen nervig, ne? Aber gut. Ich mach's mal aus. Also, du hast jetzt einen Eindruck darüber bekommen, was sind überhaupt Idea-Pins? Sind die nötig? Kann man damit was machen? Sind die gut für meine Webseite? Sind die gut für meine Marke? Ja, ich bin doch durchaus davon überzeugt, wenn du Idea-Pins erstellst, dass die erst einmal gut für deine Marke sind und für deinen Pinterest-Account. Die Leute, die erstellen, werden gerade jetzt wahrscheinlich favorisiert werden und das Ganze wird sehr weit oben landen, also wirst du definitiv sichtbarer werden. Ob sich die Mühe lohnt? Ja, also wenn das ein schöner Idea-Pin ist, gehe ich hier auf den Namen von der Bianca und dann bin ich hier auf ihrer Seite und dann habe ich natürlich auch hier den Link zu ihrer Webseite. Also ja, kann sich auch lohnen, ich kann auch Traffic bekommen. Und ich kann natürlich auch auf diese Weise dafür sorgen, dass ich mehr Abonnenten hier auf Pinterest bekomme. Das Gute daran ist, dass wenn ich einen neuen Pin poste, der auf dem Homefeed angezeigt wird. Also auch keine schlechte Idee. Ja? Ich verlinke hier nochmal das Video, in dem es um die ganzen Fachbegriffe von Pinterest geht. Vielleicht interessiert dich das. Ja, auf jeden Fall, ja, Idea-Pins
Formal Story Pins sind erst einmal eine gute Idee. Sie sind aber zusätzliche Mühe. Die Frage ist, ob du wirklich deine ganze Energie in Pinterest investieren möchtest. Wenn dem so ist, dann würde ich sagen, go for it. Ja, mach ganz viele Idea Pins und sieh zu, dass du so auf der Plattform sichtbarer wirst. Und dann werden natürlich auch deine anderen Pins sichtbarer. Das ist natürlich ein ganz dicker Vorteil. Deswegen, ja, ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen auch geholfen bei der Entscheidung, ob es in Zukunft bei dir Idea Pins gibt oder nicht. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und uns ein Like gibst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.